Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Kongabären Kongacrafts. Heute nähe ich für euch so einen Koffergurt, so einen Taschenhaltegurt, den man zum Beispiel, wenn man verreist, beim Koffer um den Griff machen kann, um seine Handtasche festzumachen. Wenn man das Ding hier etwas kleiner, kürzer macht, aus kürzerem Band, dann kann man es zum Beispiel auch verwenden, um seine Tasche einzuklemmen. Dann braucht man sie nicht immer tragen. Jacke, nicht Tasche. Oder beim Auto, bei den Nackenstützen kann man es auch drumherum machen, um seine Tasche dran festzumachen, damit die nicht im Auto rumfährt oder rumkippt. Oder zum Beispiel am Einkaufswagen kann man es auch, seine Handtasche oder seine Tasche, was man dabei hat, festmachen, damit sie nicht so leicht geklaut wird. Ihr könnt es auch länger machen und als Kofferband verwenden. Also das könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Infos zum Video, Bezugsquellen von den Artikeln und weiterführende Anleitungen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich mache das nicht für irgendwelche Firmen, ich mache das für euch, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Ich verdiene also kein Geld damit. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Einfach hier unten auf den Abonnieren-Button klicken, tippen, die kleine Glocke aktivieren auf alle. Und dann werdet ihr immer informiert von YouTube in eurem Newsfeed, wenn es was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Zuerst die Enden des Gurtbandes mit einem Feuerzeug verschweißen. Achtung, geht nur bei PP, also Propypropylen-Gurtband, nicht bei Baumwollgurtband. Jetzt den Gurt durch den Regulator führen. Die Gerade ist unten und die Wölbung ist oben. Und jetzt den Gurt von unten nach oben durch den ersten Schlitz und beim zweiten Schlitz wieder nach unten führen. Den Anfang ca. 3 bis 4 cm rausziehen und feststecken. Ihr könnt im Viereck nähen oder 2 Nähte nebeneinander machen oder im Viereck noch ein Kreuz nähen, wie ihr wollt. Anfang und Ende immer verriegeln. Hier, wo wir den Gurt umgeklappt haben, ist die untere Seite. Und das hier ist die obere Seite. Wir legen den Gurt mit der unteren Seite nach oben zeigend hin, nehmen die Steckschnalle, hier ist auch die gerade Seite unten und die gewölbte oben, dann den Gurt von unten nach oben durch den Schlitz führen, also das hier ist die untere Seite, und achtet darauf, den Gurt nicht zu verdrehen. Nun den Gurt von unten nach oben durch den Schlitz vom Regulator und wieder von oben nach unten durch den zweiten Schlitz vom Regulator führen. So sollte es jetzt bei euch aussehen. Das Ende anziehen. Unten, oben. Nun das Ende des Gurtes von oben nach unten durch den zweiten Schlitz der Steckschnalle führen. Immer darauf achten, den Gurt nicht zu verdrehen. Das Ende liegt innen bzw. unten.
Auch hier ca. 3 bis 4 cm rausziehen, feststecken und auch hier wie beim Anfangsstück zusammennähen. Wenn ihr die Schnalle öffnet, habt ihr es einfacher beim Nähen. Wie immer Anfang und Ende verriegeln. Und fertig ist euer Haltegurt. Ihr könnt ihn länger machen und kürzer, so wie ihr ihn braucht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!